Barrierefreiheit ist ein Thema von zunehmender Relevanz. Das gilt natürlich auch für die Hochschule der Medien. Nehmen wir mal die Lernplattform Ilias. Der Videoplayer ist nur im geringen Maß barrierefrei. Zum Beispiel sind die Untertitel, wie hier im Bild zu sehen, ziemlich klein. Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es also zu sehen, inwiefern der Videoplayer ersetzt werden kann, wozu zunächst mehrere Player analysiert werden mussten. Einer wurde anschließend prototypisch implementiert und am Ende sollte sich zeigen, ob die Lösung sinnvoll und umsetzbar ist. Die ausgewählten Videoplayer sind der von Ilias, der von YouTube, der Able Player, der OSP Player und der Paella Player als Teil von Opencast. Die angewendeten Richtlinien sind in der EU-Norm EN 301549 festgeschrieben, die in Teilen auf den WCAG 2.1 basieren. Für die Player wurde die ungefähre Erfüllung der Richtlinien durch Testen bestimmt und mit Farbkodierungen in einer Tabelle aufgeschrieben. Diese wurden am Ende anhand der Verhältnisse der Grade der Erfüllung zur Anzahl der zu berücksichtigenden Richtlinien verglichen. Diese Tabelle zeigt das verwendete Farbschema und die zugehörigen Symbole. Für die Player hat sich also Folgendes gezeigt: Der Elias Player erfüllt nur wenige Richtlinien, ist dafür aber übersichtlich. Der YouTube Player erfüllt einige Richtlinien und ist etwas stärker anpassbar, aber auch etwas unübersichtlicher. Der Able Player erfüllt viele Richtlinien und ist daher sehr barrierearm, aber er ist recht unübersichtlich. Der OSP Player erfüllt zwar ebenfalls viele Richtlinien und ist übersichtlich, aber er ist nicht anpassbar und zudem auch kostenpflichtig. Der Paella Player erfüllt einige Richtlinien und hat viele Features, die für die Gestaltung von Videos zu Vorlesungen hilfreich sind, aber er ist sehr unübersichtlich und auch schwer zu bedienen. Aus der Analyse heraus wurde dann der Able Player für den Prototypen ausgewählt. Der Prototyp wurde mit Visual Studio Code in HTML, CSS und JavaScript implementiert. Er besteht aus einer Inhaltsseite und einer Einstellungsseite sowie den zugehörigen CSS- und JavaScript-Dateien und den Dateien des Able Players. Wie nachher beschrieben wird, ist der Header der Seiten jeweils ein Screenshot von Ilias, der Footer wurde vereinfacht nachprogrammiert. Dies ist die erste Seite des Prototypen, sie zeigt eine Ilias-Inhaltsseite mit dem Able Player in der Mitte. Der Header ist ein Screenshot aus Ilias, da hier keine Funktion benötigt wurde. Der Footer wurde vereinfacht umgesetzt. Unterhalb des Able Players habe ich einen Link zur zweiten Seite hinzugefügt. Auf der zweiten Seite ist das Menü zum Hochladen eines Videos zu sehen. Der erste Punkt sind Einstellungen zum Medium, nämlich der Titel, die Quelle, also eine Datei oder eine URL, die Größe und weiterer Text dazu. Der zweite Punkt sind Einstellungen zur Barrierefreiheit, nämlich Untertitel, Audiodeskription und Kapitel, wo jeweils eine .vtt-Datei hochgeladen werden kann und ein Länderkürzel zur Sprachzuweisung gesetzt werden muss. Der dritte Punkt sind weitere Optionen zum Player und zum Video. Wie auf der ersten Seite ist der Header mit einer Grafik gestaltet und der Footer nachgebildet. Das Erstellen des Prototyps hat gezeigt, dass das Einbinden des Able Players an sich einfach ist, aber für seine zahlreichen Optionen müssen entsprechende Eingabeoptionen für den Autor bereitgestellt werden. Zum Ersetzen des Ilias Players ist der Able Player eine gute Lösung. Für Nutzer kommen neue Möglichkeiten, Videos zum Konsumieren hinzu und Autoren können leichter mehr Barrierefreiheit in ihre Videos bringen. Je nach Zweck des Videos kann es aber auch sinnvoller sein, einen anderen Videoplayer zu verwenden, sofern dadurch die Barrierefreiheit nicht verloren geht.